Hallo liebe Racers League und herzlich willkommen zur dritten Folge der Racers League News. Wie immer fangen wir an mit Race 07. In der GTP Pro Series, da fand der letzte Lauf am 20. April in der Türkei in Istanbul statt und gewinnen konnte dort Tobias Kuppe. Ja, beim letzten Rennen in Bathurst noch gezwungenermaßen in Grid 2 gestartet, jetzt direkt den Sieg in Grid 1 und den konnte er holen vor dem zurückgekehrten Titelverteidiger Thomas Wackerbauer und auf Platz 3 Kim Strohmann. Unter Berücksichtigung der Streichresultate liegt nun Kuppe punktgleich mit Manuel Gogeise. Der zweite Platz, den teilen sich Gunnar Hiller und Thomas Wackerbauer und auf der dritten Position sind es momentan Kim Strohmann und Christian Knutzen. Die Teamwertung wird angeführt von Game of Thee Racing 1, bestehend aus Strohmann und Gogeise. Zweite Position im Moment das SRSG Corsa Team, bestehend aus Knutzen und Hiller. Und auf der dritten Position befindet sich momentan das SRSG Save the Ring Team, bestehend aus Stefan Konieczny und Markus Röhrsch. Das zweite Grid wollen wir nicht ganz außen vor lassen. Dort konnte Dennis Richter den Sieg vor Harry Liedtke und Jan Müller holen. Weiter geht's mit der GTP Pro dann am 4. Mai. Dann geht's zur Traditionsstrecke in Belgien, nämlich Spa-Francorchamps. Ja, und mal schauen, wie es da dann laufen wird. Wackerbauer zurückgekehrt, der den Titel verteidigen will. Kuppe direkt mit Sieg im zweiten Rennen. Wird interessant sein, wer sich da jetzt um die Plätze schlagen wird. Wir machen weiter mit der WTCC Masters. Der letzte Lauf fand am 15. April im brasilianischen Interlagos statt und das erste Rennen konnte Marc-Oliver Thiel für sich entscheiden vor Ernst Blanke und Andreas Meyer, während im zweiten Rennen Ernst Blanke den Sieg holte, gefolgt von Davy Wilms und Sebastian Rosenhahn. In der Meisterschaftswertung konnte sich jetzt Ernst Blanke an die Spitze kämpfen durch dieses gute Ergebnis. Er liegt jetzt vor Gabriel Fürstner und Andreas Meyer. Blankes Teamkollege Johannes Simon, der bis zuletzt die Meisterschaft angeführt hat, der hatte einen desaströsen Rennverlauf inklusive eines Disconnects und ist damit auf die 8. Meisterschaftsposition zurückgefallen. Man sieht daran also, wie schnell das im Moment noch gehen kann zu Beginn dieser Saison. In der Teamwertung konnte jetzt entsprechend das Chaos Team Berlin, bestehend aus Fürstner und Meyer, die Spitze erklimmen. Zweite Position geht jetzt an das deutsch-österreichische Racing Team, bestehend aus Simon und Blanke, und die liegen vor den beiden Game of Thee Racing Teams 1 und 2. Weiter geht's dann am 29. April in Brünn. Ja, und momentan sucht man bei der WTCC Masters so ein bisschen nach Fahrern. Man möchte den Pool wieder etwas auffüllen. Wer also noch Interesse hat an Tourenwagensport bei Race 07, der schaue natürlich dort mal vorbei und melde sich an. Kommen wir zu A-Factor. In der REC stand ja nach den 6 Stunden Spa vor knapp einem Monat noch die Meisterschaftswertung aus und dort sieht's jetzt also folgendermaßen aus. In der LMP1-Klasse führt nun das KSM Sim Racing Team 1 vor Feeder Sport Poland 1 und THR. In der LMP2-Klasse führt weiterhin das 3White Motorsport Team. Auf dem zweiten Platz konnte sich jetzt das No Limit Team Acura vorkämpfen, während Mosquito Racing nunmehr auf dem dritten Platz liegt. Und in der GTE liegt nach wie vor das Banzai Motorsport Team in Führung. Den zweiten Platz konnte sich jetzt das M-Technology Frucht24.de Team erkämpfen. Auf dem dritten Platz befindet sich nunmehr WH Motorsports. Weiter geht's dann mit der REC schon kommenden Samstag am 25. April und dort geht's nach Malaysia. Da finden dann die 12 Stunden von Sepang statt. Also wieder ein richtig langes Rennen, das den Fahrern bevorsteht. Wir können gespannt sein, ob es sich danach in den Klassen wieder etwas verändern wird. Weiter geht's mit GTR 2. Der letzte Lauf der GT1 Pro Series, der fand am 13. April in Barcelona statt und dort konnte sich Tobias Kuppe erneut den Sieg holen vor Georg Heger und James Duku. Ja, die zwei weiteren Meisterschaftsaspiranten Rodewig und Zatti kamen nur auf die Plätze 5 und 7
und damit hat sich jetzt auch in der Wertung ein bisschen was getan. Kuppe ist jetzt an der Spitze. Auf der zweiten Position befindet sich nun Rodewig und die dritte Position in der Meisterschaftswertung belegt Klaus Zatti. In der Teamwertung hat sich allerdings nichts weiter getan. Fanatec DTMR, bestehend aus Rodewig und Zatti, ist nach wie vor in Führung vor dem Team Medal of Honor Engineering 1. Für das nächste Rennen am 27. April, da bleibt man in Spanien. Es geht weiter in Valencia und das ist das drittletzte Rennen der Saison und speziell in der Fahrerwertung ist nach wie vor alles offen und wir können gespannt sein, ob es dann dort vielleicht schon eine erste Vorentscheidung geben wird. Kommen wir zu GT Legends. In der 2LTCC, da fand der letzte Lauf am 17. April im finnischen Kimura Motorirata statt und in den beiden Rennen konnten sich tatsächlich insgesamt 6 unterschiedliche Fahrer aufs Podium begeben. Peter Kilian gewann im ersten Rennen vor Gerd Ackermann und seinem Sohnemann Oliver Kilian. Im zweiten Rennen gewann dagegen Robert Schauderner vor seinem Teamkollegen Markus Gerczak und Dominik Pieper. In der Meisterschaft führt weiterhin Oliver Kilian. Robert Schauderner konnte sich jetzt an Jochen Richter vorbeiarbeiten, befindet sich demnach auf Platz 2, während Richter Position 3 innehat. Die Teamwertung wird weiterhin angeführt von die zwei aus der Boxengasse, bestehend aus Marcel Schimmer und Jochen Richter. Auf dem zweiten Platz befindet sich das Kili-Team, bestehend aus Peter und Oliver Kilian. Und auf Position 3 liegt Brakesman Racing 1, bestehend aus Frank Schuster und Dominik Pieper. Ja, ein Hinweis auf die Punkte im Moment, die sind ohne Streichresultate im Moment. Das heißt, da kann sich natürlich noch ein kleines bisschen dran verändern. Weiter geht's dann mit der 2LTCC erst am 15. Mai, denn dazwischen liegt ja der 1. Mai und da will man kein Rennen fahren. Dann geht's zum Mantor Park in der kurzen Variante. Ja, die Gewichte werden wieder ein bisschen hin und her gewürfelt und wir sind gespannt, wer dort sich dann den Sieg holen kann. Vielleicht auch wieder 6 unterschiedliche Fahrer auf dem Podium. Zeigt, wie gut das mittlerweile durchmischt wird und wir sind also sehr daran interessiert, dass das so weitergeht. Weiter mit der Trans Am und dort fand der letzte Lauf am 10. April auf dem amerikanischen Sonoma Raceway statt. Ja, und im ersten Rennen konnte sich Mike Horn den 4. Sieg in Folge holen vor Jochen Richter und Marc Ackermann. Das zweite Rennen gewann dann allerdings Marc Ackermann vor Jochen Richter und Mike Horn. Also wenig Unterschiede in der Podiumsbesetzung bei diesen beiden Rennen in der Trans Am. Mike Horn liegt nun in der Meisterschaft an der Spitze vor Robert Schauderner und Sebastian Gerhardt. Ja, und die Führung in der Teamwertung hat damit auch das SRSG Retro Team bestehend aus Mike Horn und Jan Müller übernommen, vor dem Team Dos Calaveras bestehend aus Sebastian Gerhardt und Michael Groteklas. Auf Platz 3 liegt nach wie vor Smokey and the Bandit bestehend aus Marcel Schimmer und Jochen Richter. Der nächste Lauf findet schon an diesem Freitag am 24. April statt. Dort reist man dann von Kalifornien nach Norden, nach Oregon und dort wird dann das Rennen auf der 1970er Variante des Portland International Circuit ausgetragen. Kommen wir nun noch zu A-Factor 2. Der Toyota Celica GTO Cup nimmt allmählich an Fahrt auf. Der zweite Lauf fand jetzt am 22. April in Las Vegas statt und den Sieg konnte sich dort Christian Bug holen vor Thomas Wackerbauer und Kim Strohmann. Ja, und das war's auch schon mit den Racers League News für dieses Mal. Die nächste Folge dann wieder wie gewohnt am Sonntag in 2 Wochen. Und ja, wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr Kritikpunkte habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Wir würden uns freuen und bis dahin sage ich viel Spaß beim Racen. Ciao, ciao und bis dann.